Wir machen heute den König der Kuchen, nämlich Baumkuchen. Hi, ich bin Lara von Einfach Backen und mit welchem Trick du die ganz typischen hellen und dunklen Schichten hinbekommst, das zeige ich dir jetzt. Wir starten mit dem Teig. Die Eier habe ich ja schon mal getrennt, die kommen jetzt einmal in die Rührschüssel. Dazu die Butter, die sollte schön weich sein, damit die sich jetzt gut unterrühren lässt. Und dazu kommen jetzt noch Zucker und Vanillezucker und das Ganze wird ca. 4 Minuten schön schaumig gerührt. Und während unsere Küchenmaschine arbeitet, schneide ich schon mal das Marzipan klein. In einem kleinen Topf werden jetzt Amaretto und unser klein geschnittenes Marzipan geschmolzen, immer schön umrühren. Das ergibt dann so eine schöne Paste. Unser Marzipan kühlt jetzt noch kurz ab, damit das Ei nicht gerinnt, also nicht zu heiß zur Eimasse geben. Und in der Zwischenzeit mische ich jetzt schon einmal das Mehl mit der Speisestärke und Backpulver. Die Marzipanmasse bzw. Paste ist inzwischen einigermaßen abgekühlt. Die kommt jetzt einfach zur Buttermischung dazu und dann kommt noch der Mehlmix dazu und das Ganze wird erstmal gründlich verrührt. Damit wir einen wunderbar luftigen Teig bekommen, schlagen wir jetzt noch das Eiweiß steif und das wird dann im letzten Schritt unter den Teig gehoben. Vor allem, wenn du Eiweiß irgendwo unterheben willst, kann ich dir den Tipp geben, schlage es nicht zu steif, sonst brauchst du einfach viel zu viel Zeit und viel zu viel rühren, um es unterzuheben, sodass du die ganze Luftigkeit im Ende wieder rausrühren würdest. Und fürs perfekte Ergebnis auch nicht alles auf einmal dazugeben, sondern portionsweise. Aber das ist hier jetzt gar nicht so wichtig. Hat irgendwie voll die schöne Farbe. Unser Teig ist soweit fertig. Ich habe den Ofen jetzt schon mal auf die erste Grillstufe vorgeheizt und eine Backform mit dem Durchmesser 26 cm mit Backpapier ausgelegt. Und jetzt kommt das Geheimnis der Schichten. Und zwar wird der Teig nach und nach gebacken. Das heißt, ich gebe einmal 3 Esslöffel in die Backform, verstreiche die, der Teig kommt in den Ofen, wird gebacken und auf diese fertig gebackene Schicht kommt dann die nächste Teigschicht. Wieder 3 Esslöffel. Und so geht das, bis der Teig aufgebraucht ist. Dadurch, dass wir den Ofen in der Grillstufe benutzen, bekommen wir eine dunkle obere Seite. Der Boden bleibt aber hell. Und dadurch, dass wir immer wieder schichten, haben wir dann immer hellen Boden, dunkle Oberseite. Und das ergibt dann das schöne Muster am Ende. Unser Teig kommt jetzt für 3 bis 5 Minuten in den Backofen. Immer schön im Auge behalten und dann rausholen, wenn die Oberfläche schön braun geworden ist. Unser Baumkuchen ist fertig gebacken und inzwischen auch schon abgekühlt. Ich habe in der Zeit, in der der Kuchen abgekühlt ist, auch schon mal die Vollmilchkuvertüre über dem Wasserbad geschmolzen. Die kommt jetzt drauf. Ich habe mir auch noch ein Palettenmesser zur Hilfe genommen, mit dem ich die Schokolade dann schön glatt ziehe. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann hast du sozusagen den größten Teil der Arbeit schon hinter dir. Das ist jetzt nur noch die Kür. Und mich würde mal interessieren, wie ist es denn bei dir an Weihnachten? Backst du da auch gerne mal etwas aufwendigere Sachen wie diesen Baumkuchen? Oder sind dir so flotte Plätzchenrezepte lieber? Schreib's mir doch gerne in die Kommentare. Jetzt muss unser Baumkuchen nur noch etwas trocknen und dann bin ich schon sehr gespannt, wenn wir ihn anschneiden. Ich habe den Baumkuchen gerade angeschnitten. Ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Er sieht so cool aus, wie aus dem Bilderbuch. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Und das Rezept findest du natürlich wie immer als Link in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann ploppt es auch schon auf. Jetzt wünsche ich dir mal ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ah, du bist ja immer noch da. Gut für dich, denn ich habe jetzt noch einen richtig guten Tipp. Und zwar unser Einfach-Backen-Backbuch mit den 150 Lieblingsrezepten. Den Link zum Shop findest du ganz einfach hier oben. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren. Und wenn du gleich weiter gucken willst, findest du hier und da eine wunderbare Auswahl. Viel Spaß!